Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Riesenüberraschung in Madrid. 5 Tage bevor der Transfermarkt schließt, hat sich Dani Ceballos mit einer neuen Mannschaft geeinigt. Und diese neue Mannschaft sitzt bereits am Verhandlungstisch mit Real Madrid, die einem Transfer gegenüber auch offen wären. Was da los ist, wer die andere Mannschaft ist, warum Dani Ceballos das möchte und was das für Real Madrid bedeutet, darüber reden wir natürlich heute in dem Video. Ja, und so schlecht es rund um Dani Ceballos aussieht, bin ich ganz ehrlich, so gut sieht es wiederum rund um Rodrigo aus. Auch wenn er nach seiner Auswechslung mächtig geschimpft hat, scheint alles so, als wenn Rodrigo auch in der neuen Saison Spieler von Real Madrid bleibt. Die neuesten Informationen dazu gibt es auch. Dann eine Real Madrid-Legende wechselt in die Bundesliga. Freue ich mich natürlich riesig. Und dann gibt es noch Informationen über Tchouaméni, über sein angebliches Foul vor dem 1:0 etc. Ihr hört schon, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir dieses Video zunächst einmal mit einer guten Nachricht an für uns Madrid-Fans hier aus Deutschland. Und zwar Lucas Vázquez, Cafucas, unsere Real Madrid-Legende, hat laut Fabrizio Romano eine Einigung getroffen mit niemand Geringerem als Bayer Leverkusen. Der neue Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen wird Lucas Vázquez. Das hat Fabrizio Romano gestern verkündet. Sein offizielles Here We Go ist da. Lucas Vázquez, meiner Meinung nach, hat sich nochmal ein sehr hohes Ziel gesetzt. Bayer Leverkusen, wir reden hier über eine Champions-League-Mannschaft. Ich drücke dem Gallego, meinem Landsmann, die Daumen, dass er in der Bundesliga genauso eine schöne Zeit erlebt wie damals Dani Carvajal. Lucas Vázquez hat alles Gute in seinem fußballerischen und in seinem gesamten Leben verdient. Also Lucas Vázquez, gratuliere, und ich glaube, er wird ein Mehrwert für die Bundesliga. So eine Legende. Naja, ich freue mich und werde immer wieder mit einem Auge auf die Spiele von Leverkusen schauen. Ja, also das war die erste Information. Unsere Legende wechselt in die Bundesliga. Ja, wer bei Real Madrid auch eine Legende werden möchte und auf dem besten Weg dazu ist, wenn er weiter so spielt, ist wohl der Spieler, der unter Xabi Alonso am meisten gewachsen ist, neben Arda Güler. Auf jeden Fall der die wichtigste Schlüsselrolle zurzeit bei Real Madrid einnimmt. Der entscheidet, ob Real Madrid gerade ein 4-3-3 spielt oder ein 5-3-2. Ich rede natürlich über den Franzosen Aurélien Tchouaméni. Und Real Madrid TV hat ihn nach dem Sieg gegen Oviedo vor die Kamera bekommen. Hören wir uns mal an, was der Franzose gesagt hat. Sehr wichtiges Spiel heute. Vor der Saison haben wir gesagt, dass wir bis zur Pause 3 Spiele zu gewinnen haben, und wir haben die ersten beiden gewonnen. Heute mit ein paar weiteren Toren und haben immer noch kein Gegentor kassiert. Wir müssen so weitermachen und wir werden uns jeden Tag und jedes Spiel verbessern. Ich glaube, wir haben ein gutes Gleichgewicht zwischen dem, was wir offensiv, und defensiv machen. Ich denke, das Wichtigste ist jetzt zu versuchen, den Ball so schnell wie möglich zurückzuerobern. Und jetzt können wir Chancen kreieren, wie wir es heute gemacht haben. Und wie ich gesagt habe, ist nicht alles perfekt, aber wir werden weiterarbeiten und ich bin sicher, dass wir eine gute Saison spielen werden. Tatsächlich haben wir die Saison vor 3 Wochen begonnen. Also zwischen dem Spiel gegen Osasuna und dem heutigen Spiel kann man sehen, dass die ganze Mannschaft sich verbessert hat. Du weißt schon, sowohl physisch als auch mit dem Ball. Heute, glaube ich, haben wir ein besseres Spiel gespielt als gegen Osasuna und ich hoffe, dass wir gegen Mallorca uns weiter verbessern und die Dinge noch ein bisschen besser machen werden. Was mein Niveau angeht, ich fühle mich gut. Es wird eine sehr lange Saison werden mit der ganzen Mannschaft und wir müssen auf einem hohen Niveau spielen, um Titel zu gewinnen. Also werden wir weiterarbeiten und ich hoffe, dass wir dieses Jahr viele Titel gewinnen werden. Immer wieder, wenn ich ein Interview von Aurélien Tchouaméni höre, kann ich nicht aufhören zu grinsen. Was für eine Seriosität, was für ein Fokus, wie er klargemacht hat, wir haben quasi noch lange nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen vor der Länderspielpause mit 3 Siegen starten, das ist unser Job. Und auch wie er klargemacht hat,
Das neue Prinzip von Xabi Alonso. In jedem seiner Worte hört man, dass er das komplett verinnerlicht hat, komplett verstanden. Dieses hohe Pressing, wie wichtig es ist, dass die gesamte Mannschaft zusammenarbeitet. Also er hat mehr oder weniger den Schlüssel zum neuen Real Madrid erklärt. Wie es dann auch einfacher ist, natürlich Tore zu erzielen, hat man beim 1:0 gesehen. Und wie gesagt, für mich war er sogar vor Kylian Mbappé der Spieler des Spiels. Und deshalb fand ich, dass es gut ist, dass wir uns mal anhören, was mein persönlicher MVP zum Spiel gegen Oviedo zu sagen hat und auch über die Pläne von Real Madrid. Und wie gesagt, das sind die Spieler, die du in deiner Mannschaft, in deinem Kader haben willst. Du siehst, sein Fokus im Leben ist beim Fußball, beim Erfolg. Er ist Vollblutprofi und solche Leute können in einer Kabine nur für Erfolg sorgen. Ja, und gut, dass wir gerade beim Thema Aurélien Tchouaméni sind, denn vor dem 1:0 von Real Madrid hat Aurélien Tchouaméni den Ball erobert. Und obwohl ich gestern in meinem Video euch gezeigt habe, wie er ganz klar den Ball gespielt hat, gibt es trotzdem immer wieder Fans von anderen Vereinen, die versuchen zu sagen, dass das ein Skandal war, ein klares Foulspiel von Aurélien Tchouaméni. Und ich habe mir gedacht, hören wir uns doch mal an, was der Gegenspieler zu sagen hatte. Der Spieler von Oviedo, der auf dem Platz war und die Situation gesehen hat, hören wir uns mal seine Aussagen an. Was hat euch der Schiedsrichter bei der Aktion zum 0:1 erklärt? Ihr habt ja ein Foul gefordert, bevor Mbappé das Tor geschossen hat. Was hat er dazu gesagt? Warum hat er dieses Foul nicht gepfiffen? Für mich war es zuerst eine Aktion, bei der ich dachte, dass Tchouaméni den Ball nicht berührt hat. Aber als ich das Video gesehen habe, hat Tchouaméni den Ball zuerst berührt und ich habe nichts gesagt, weil es sauber war. Also, ist das Tor für dich legal? Ja, für mich schon. Ja, das waren die Aussagen von Quasi Sibo, dem Spieler von Oviedo, der auch ein tolles Spiel gemacht hat, muss ich absolut sagen. Aber er selber, Fußballer, die wirklich Ahnung haben über das, was sie reden, sagt ganz klar, ich dachte am Anfang, es war Foul von Tchouaméni. Dann habe ich die Wiederholung gesehen, der spielt den Ball. Für mich ist das kein Foul. Also, wenn sogar die Gegenspieler von Oviedo sagen, das war kein Foul von Tchouaméni, dann glaube ich, dass wir mit gutem Recht sagen können, das Tor von Real Madrid war absolut legal. Auch wenn ich der Meinung bin, andere versuchen nur, irgendwelche Skandale zu erfinden und zu glorifizieren, um von ihren eigenen Skandalen abzulenken. Aber das ist eine persönliche Theorie. Ja, kommen wir weg von dem Spiel gegen Oviedo, obwohl nicht so ganz, denn mehr oder weniger die große Überraschung in der Startelf gegen Oviedo war der Brasilianer Rodrigo. Und ich glaube, Rodrigo füllt zurzeit jeden Tag die Zeitungen, Manchester City, Arsenal, Liverpool, wo war er noch nicht, Tottenham, Bayern, alles hat man mal gehört. Aber im Endeffekt, was die Realität ist, er hat gegen Oviedo gerade noch vorgestern von Anfang an für Real Madrid gespielt. Und so wie es aussieht, war es nicht sein letzter Einsatz für Real Madrid, denn dazu gibt es zwei verschiedene Informationen. Hören wir uns die nacheinander einmal an. Das, was jetzt kommt, hat dir Carrusel Deportivo bereits vorweggenommen. Während des Spiels von Real Madrid berichtete Ignacio Marcano über die Situation des brasilianischen Fußballspielers Rodrigo Goes. Rodrigo möchte trotz all der Gerüchte, die während dieses Transfermarkts in diesem Sommer und am Ende der letzten Saison über ihn gesprochen wurden, bei Real Madrid bleiben. Der brasilianische Fußballspieler will erfolgreich sein, will weiterhin als Madridista Erfolge feiern und möchte unter der Leitung von Xabi Alonso arbeiten. Und das Wichtigste, die Neuigkeit ist, dass er das auf der linken Außenbahn tun möchte, wo er sich am wohlsten fühlt und die er als seine natürliche Position betrachtet, obwohl er weiß, dass er dort die starke Konkurrenz von Vinicius Junior hat, der bisher auf dieser Position unangefochtener Stammspieler war. Gestern Abend im Spiel gegen Oviedo konnten wir Rodrigo bereits als Stammspieler auf der linken Außenbahn sehen, während Vinicius auf der Bank saß. Wir werden sehen, wie sich die Aufstellungen von Xabi Alonso im Laufe der Saison entwickeln. Aber am zweiten Spieltag stand Rodrigo auf der linken Außenbahn in der Startelf und Vinicius kam von der Bank. Das Interesse von Manchester City an Rodrigo ist sehr groß. Das Problem ist, dass es nicht einfach ist, einen Spieler auf dem Niveau von Rodrigo zu verpflichten. Erstens, weil sich Rodrigo bei Real Madrid sehr wohl fühlt, sehr glücklich ist, in den Verein verliebt ist. Das wissen wir, das haben wir immer wieder berichtet. Zweitens, weil nur noch 6 Tage bleiben und Verhandlungen zwischen Vereinen nie einfach sind. Für Real Madrid ist er ein wichtiger Spieler.
mindestens, so wie ich es aus meinen Informationen entnehme, 100 Millionen Euro und einen Spieler wie Rodrigo in 6-5 Tagen zu verpflichten, das ist nicht einfach. Und dann ist da auch noch die Verhandlung über sein Gehalt. Das Gehalt von Rodrigo ist ganz anders als das von Savinho und auch das ist ein Thema in Bezug auf das Financial Fairplay. Also mal sehen, was daraus wird. Pep Guardiola würde Rodrigo sehr gerne verpflichten, aber alles hängt davon ab, was mit Savinho passiert und im Moment gibt es noch kein grünes Licht. Ja, ihr habt es selber gehört. Auf der einen Seite das Karussell Deportivo, das klar macht, ein Rodrigo möchte bei Real Madrid bleiben, möchte sich bei Real Madrid durchsetzen. Er hat Xabi Alonso gesagt, ich möchte ab jetzt mit Vini Junior um den linken Flügel kämpfen. Das ist mein natürliches Habitat, das ist meine Position und Rodrigo möchte den Kampf annehmen. Auf der anderen Seite, was auch logisch ist, hat Fabrizio Romano klar gemacht, so ein Deal wie Rodrigo, ein Spieler, der über 100 Millionen Euro kosten soll, der ein enormes Gehalt hat, es ist extrem schwer, den in 5-6 Tagen abzuschließen, dass sich Manchester City und Real Madrid einigt und es scheint immer wahrscheinlicher zu sein, dass Rodrigo Spieler von Real Madrid bleibt. Und ich weiß, viele von euch freuen sich über die Information. Ich bin ein bisschen skeptisch. Lasst mich erstmal erklären. Fußballerisch gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Vor allem, wenn er sich jetzt entschieden hat, ich möchte wieder auf dem linken Flügel spielen. Da ist jede Mannschaft der Welt, freut sich, nimmt einen Rodrigo mit Kusshand und Real Madrid, wir haben einen der besten linken Flügel der Welt mit Rodrigo. Also spielerisch mache ich mir gar keine Sorgen. Die Sorgen, die ich mir mache, sind tatsächlich vom Charakter. Wir haben gesehen, wie Rodrigo geschimpft hat, nachdem er ausgewechselt wurde gegen Oviedo. Keiner von uns weiß zu 100%, was nach dem Pokalfinale gegen Barcelona passiert ist. Alles, was wir wissen, ist, er ist zur Halbzeit ausgewechselt worden und hat dann 2 Monate nicht mehr für Real Madrid gespielt. Was wirklich hinter den Kulissen passiert ist, das weiß nur Rodrigo, Ancelotti und Real Madrid. Es gibt verschiedene Gerüchte, aber das, was sich am hartnäckigsten hält, ist, dass er einen kleinen Wutanfall bekommen hat, so einen kleinen Diva-Anfall und keine Lust mehr hatte, für Real Madrid zu spielen. Und wenn das der Fall ist, beweist es immer wieder diese Theorie, dass Rodrigo so ein bisschen ein fauler Apfel sein kann im Kader, wenn er nicht die Rolle einnimmt, die er will. Es war in der Vergangenheit oft so, wenn er mal auf der Bank saß etc., hieß es am nächsten Tag direkt, Arsenal möchte ihn, City möchte ihn. Wer diese Gerüchte gestreut hat, kann man sich wohl denken. Also, fußballerisch freue ich mich, ist er ein Mehrwert und natürlich ein Gewinn für jede Mannschaft dieser Welt, natürlich auch für Real Madrid. Aber er muss lernen, charakterlich damit klarzukommen, dass er nicht mehr unangefochtener Stammspieler ist. Selbst ein Vini ist nicht mehr unangefochtener Stammspieler. Sollte ein Xabi Alonso aber weiter so rotieren, wie er das in den ersten 2 Spielen gezeigt hat, dass auch ein Rodrigo hier und da mal startet, dann wieder ein Vini, dann ein Mastantuono, ein Brahim, dann Rüdiger, Militao, Carvajal, Trent, dass die Wechsel hin und her gehen. Ich glaube, wenn ein Rodrigo mit dieser Situation klarkommt, ist er fußballerisch ein Riesengewinn für Real Madrid. Deine Meinung dazu würde ich gerne in den Kommentaren lesen. Ja, und dann kommen wir wohl zu der großen Transferbombe, die gestern explodiert ist. Dani Ceballos. Wenn man ehrlich ist, hätte man das gestern aber schon wissen können. Denn nach dem Spiel gegen Oviedo hat Dani Ceballos das hier gepostet. The Last Dance. Also ganz ehrlich, als ich die Nachricht oder den Post gesehen habe, war mir eigentlich schon klar, oh, Dani Ceballos möchte Real Madrid verlassen oder steht kurz davor, Real Madrid zu verlassen. Und meine Vermutung hat sich als richtig bewiesen, denn gestern wurde klar, ist die Bombe geplatzt. Dani Ceballos und Olympique Marseille haben sich auf einen Vertrag geeinigt. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte rund um Olympique Marseille mitbekommen hat. Die haben ja den Rabiot geholt, den französischen Nationalspieler. Der hat einen Mitspieler aus der Kabine K.O. gehauen, so wie ich das mitbekommen habe. Und der Trainer, der Italiener De Cerbi, ist ein super Trainer. Der greift knallhart durch und macht klar, Rabiot spielt nicht mehr bei Olympique Marseille. Olympique Marseille braucht dringend einen Ersatz und sind bereit, für Dani Ceballos 12 bis 15 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. Das ist zurzeit der Plan.
Real Madrid verlangt 12 bis 15 Millionen. Es wird auch darüber geredet, dass er vielleicht dieses Jahr nur verliehen wird an Olympique Marseille, aber mit einem verpflichtenden Kaufoption. Das heißt, nächstes Jahr muss er dann transferiert werden. Das machen die Mannschaften ja heutzutage wegen dem Financial Fair Play. Falls Olympique Marseille kein Financial Fair Play mehr hat, können sie dann nächstes Jahr dann den Transfer von Dani Ceballos quasi offiziell machen. Diese Saison wäre er nur ein Leihspieler. Ja, was vor allem auch wichtig ist, Olympique Marseille ist anscheinend bereit, einem Dani Ceballos 7 Millionen Euro Gehalt zu zahlen, was mehr wäre, als er was zurzeit bei Real Madrid verdient. Und das Wichtigste überhaupt, warum möchte ein Dani Ceballos das? Warum möchte ein Spieler überhaupt Real Madrid verlassen? Erstens, es ist ihm klar, dass er zurzeit nicht die erste Geige unter Xabi Alonso spielt. Zweitens, am Ende dieser Saison findet die WM statt. Dani Ceballos ist 29. Er weiß ganz genau, wenn er zu einer WM möchte, ist dies seine letzte Chance. Luis de la Fuente, der spanische Nationaltrainer, hat immer sehr viel von Dani Ceballos gehalten, aber er hat auch klar gemacht, bei mir spielen nur Spieler, die auch Stammspieler in ihrer Mannschaft sind. Und das ist für Dani Ceballos quasi die letzte Chance. Wenn man alles zusammennimmt, du bist ein Dani Ceballos, du siehst, ich werde bei Real Madrid es schwer haben, auf viele Minuten zu kommen. Damit wäre mein WM-Traum kaputt. Ich bin 29. Ich habe eine Mannschaft, bei der ich absoluter Stammspieler sein werde. Ich verdiene 7 Millionen, ich verdiene mehr als bei Real Madrid und ich könnte vielleicht mit Spanien zur WM. Das sind die Gründe, die einen Dani Ceballos dazu veranlassen, neuer Spieler von Olympique Marseille werden zu wollen. Ja, was der letzte Stand dazu ist, hören wir uns zusammen einmal an. Dass Dani Ceballos bereits dem Olympique Marseille zugesagt hat, es gibt im Grunde eine Einigung, eine mündliche Vereinbarung zwischen Dani Ceballos und Marseille, aber es fehlt noch die Einigung zwischen den Vereinen, da sie heute noch verhandeln. Real Madrid und Marseille haben begonnen, über die Modalitäten und die Zahlen des Geschäfts zu verhandeln. Es ist von einer Leihe mit Kaufoption die Rede, die verpflichtend werden könnte. Die Beträge liegen zwischen 12 und 15 Millionen. Mal sehen, ob es dazu kommt, denn das größte Hindernis in dieser Geschichte ist die Einigung zwischen den Vereinen. Mal sehen, was Real Madrid dazu sagen wird. Ja, ihr habt es gehört, es liegt nur noch an den Mannschaften und so wie es aussieht, Olympique Marseille, die haben es so gemacht, wie es sich gehört, die haben sich zunächst einmal mit dem Spieler geeinigt, sind dann auf Real Madrid zugegangen, Real Madrid war offen für Gespräche und die Vereine müssen jetzt schauen, ob es eine Einigung gibt. Ich sage nicht, dass ein Dani Ceballos zu 100% Real Madrid verlassen wird, denn ich habe in letzter Zeit schon ein paar Mal erlebt, dass zum Beispiel der medizinische Test nicht geklappt hat oder es wäre auch nicht das erste Mal, dass zwei Vereine sich nicht auf einen Transfer einigen können. Also, ich sage nicht, dass Dani Ceballos zu 100% weg ist. Aber, wenn ihr mich fragt, Last Dance, die ganzen Voraussetzungen, die ich euch gerade erklärt habe, beide Vereine sind offen. Ganz ehrlich, ich vermute, die Vereine werden eine Lösung finden. Aber das ist nur eine persönliche Meinung. Ja, was bedeutet das für Real Madrid? In einer Saison, wo wir gerade sowieso kaum Mittelfeldspieler haben, wo wir letzte Saison Toni Kroos verloren haben, diese Saison ein Luka Modric, wenn jetzt auch noch Dani Ceballos geht, dann haben wir nur noch Arda Güler, der die Rolle des Spielgestalters übernehmen kann. Und so sehr ich diesen Türken liebe, kann auch ein Arda Güler keine 70 Spiele in einer Saison machen. Meiner Meinung nach braucht Real Madrid in diesem Fall dringend einen Transfer. Und ich nenne euch jetzt die Varianten, die vorhanden sind und nenne euch auch meine persönliche Rangliste, was ich glaube, was passieren wird. Also, Punkt Nummer 1, auf dem 3. Tabellenplatz, mehr oder weniger, ist Adam Wharton. Wir haben von Interesse vom Real Madrid für den englischen Nationalspieler gehört. Aber erstens glaube ich, dass Crystal Palace so kurz vor Saisonbeginn nicht ihren besten Spieler abgeben möchte. Dazu glaube ich, dass Real Madrid gar nicht die Kohle hat, jetzt nochmal 80, 90, 100 Millionen, wahrscheinlich wie viel Crystal Palace auch immer verlangt, für Adam Wharton in die Hand zu nehmen. Er wäre wahrscheinlich spielerisch die beste Lösung, die es zurzeit für Real Madrid auf dem Transfermarkt gibt, weil das schon ein gestandener Nationalspieler ist, ein Spieler, der auf dem höchsten Niveau gespielt hat, ein Spieler, wo ich denke, wenn er nach Madrid kommt, wird er innerhalb von
kürzester Zeit schon auf einem sehr hohen Niveau Fußball spielen. Aber ich halte diesen Transfer für sehr unwahrscheinlich. Auf dem zweiten Platz, mehr oder weniger, Kees Smit. Der Niederländer ist gestern wieder überall in den Medien aufgeploppt als möglicher Transfer für Real Madrid. Der U19-Europameister mit den Niederlanden in dem Turnier, wo er gleichzeitig MVP, Torschützenkönig, also der Star der U19-EM von Holland, ist seit einigen Wochen immer wieder in der Hemisphäre von Real Madrid aufgetaucht. Und jetzt, wenn ein Dani Ceballos geht, könnte Real Madrid tatsächlich nochmal versuchen, bei Kees Smit anzugreifen. Das halte ich für sogar ganz okay wahrscheinlich, gebe ich so eine 50-50 Chance. Und dann kommt jetzt die sehr wahrscheinlichste aller Lösungen und ich glaube, ein Xabi Alonso wird die Lösung intern suchen. Ein Thiago Pitarch, der jetzt mehr oder weniger auf der Liste stand, weil ein Bellingham nicht da ist, ein Camavinga nicht da ist, etc., glaube ich, wird den offiziellen Spot in der ersten Mannschaft von Dani Ceballos übernehmen. Das ist meiner Meinung nach die größte Wahrscheinlichkeit. Auch der Moretto, der Sportjournalist, hat gesagt, Real Madrid hat gesagt, sollte Dani Ceballos gehen, wird ein Thiago Pitarch seinen Platz übernehmen. Mal schauen, wie ein Xabi Alonso, ob der sich damit zufrieden gibt oder ob er klar zu Florentino Perez geht und sagt, hör mal, wir brauchen hier noch dringend einen Transfer. Vielleicht wird es auch ein Manuel Ángel dann immer wieder seine Chancen geben. Mal schauen, wie ein Eduardo Camavinga aus der Verletzung zurückkommt. Bei einem Jude Bellingham sieht der Heilungsprozess auch schon relativ stabil aus. Was der zurzeit im Gym abreißt, ist schon krass, so kurz nach einer OP. Er versucht, so schnell wie möglich wieder da zu sein. Aber trotz alledem, wenn ihr mich fragt, bräuchte Madrid noch eine Verstärkung im Mittelfeld. Ja, was ist eure Meinung? Lasst eure Meinung bitte zu dem ganzen Dani Ceballos Transfer, ob ihr noch einen Mittelfeldspieler holen würdet oder nicht, bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Wir sind weiterhin auf der Jagd nach den 15.000 Followern. Das wäre ein absoluter Traum. Ich würde mich riesig freuen. Wäre toll, wenn du mich dabei unterstützt. Und ich schlage vor, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!